Naja, dann mal auf in die zweite Runde und ich hoffe echt, es endet nicht in einer vollen Katastrophe. Also es wäre wirklich, bitte, gönnt mir einmal irgendwie einen Sieg hier. Ich meine, ich habe ja schon mal mit einem Plusbetrag geendet, ja, und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber 60 seconds. gucken wir mal. Doing, doll. Y'all warmed up? Okay, Cookie, take a second to get warmed up. That's okay. Listen, Einer. roll, we need names. 4 years, okay? Was ist denn da los, ey? Great. Put your tray up, strap yourself in, and type Ja, in your name. Well, tobt euch funny's aus. not. Funny's subjective. So, what part of type in your name did you not understand? No problem. I'm just gonna lay a name on you. Na dann. Dank. Na, wunderbar. Yo, one more thing. You Ja, ich werde mir wieder den ganzen Marathon 30 gönnen. seconds. Well, I see coffee prices haven't slowed you down. Okay, Na, everybody, dann let's get this show on the road. bin ich mal gespannt, was mich jetzt erwartet. I need a category. Hey, hey. This one likes to go by. Still better than air supply. $2,000 for a correct answer. Na dann. Okay, imagine this group of pop singers got together to form Ich one bin so band. demotiviert gerade, ey. Since their names are all common to a different well-known group of people, what might singers Billy Joel, Tori Amos, Marky Mark, and Olivia Newton-John call their band? Grand Funk Child Actors, Nude Magazine Kids on the Block, The Guess Who Went to Juilliard, or Bible Book Revival? Marky Mark ist der Mark Wahlberg. Go for it. War der mal ein Child Actor? Vielleicht, ich würde erstens nehmen. Das ist jetzt einfach eine Intuition, kann auch nicht stimmen. Oh, that's not good. Ja, dann ist es zweitens Here's wahrscheinlich. what you should have picked. Their names Nee. are prominently featured in the Bible. The books of John and Mark are in the New Testament, and books Joel and Amos are in the Old. Further proof that some pop singers have sold their soul to the devil. Wieder vollkommen falscher Einsatz, den ich hier hatte. Ah. Okay, give it up for The Sounds of Psychosis. Na dann. This one can net you $1,000. Let's see if you can wrap your head around this. You're suffering from an irrational fear of 80s duos with bad shaves. What is the most likely term for your phobia? The Nelson Willies, the Wim Whams, the Heebie Bee Gees, or the Vapors? Hä? Keine Ahnung, ich verstehe es. It's yours if you want it. Wham! Two smirking guys with defective razors. Another symptom of the Wim Whams is Ach bed so. wetting, the failure to wake up before you go-go. Ach so, die hatten Bärte oder was, ne? Deswegen. Ah. Okay, I need a category. Jetzt habe ich wieder versucht, ein bisschen zu schwer zu denken, aber es ging wirklich nur darum, wer ist einfach nicht rasiert im Gesicht. Great Ja. party, but the wieners are scorched. This one's worth $1,000. Okay, imagine this year you decide to have your annual summer barbecue someplace really warm. The sun. Based on the name given to the surface of the sun, what brand of beer will be most plentiful at your barbecue? Corona, Heineken, Red Dog, or Miller? Also Heineken, Red Dog, Miller kann man nicht sein. Es muss doch Corona sein, oder? Take it. The outermost layer of the sun is called the corona. Ja. So, als ob wir nicht schon genug Corona haben hier, Imagine ne? the size of the lime? Okay, pick a category. Ah, das ist das letzte, was mit Winnie the Pooh. Schauen wir mal. Vielleicht lassen mich meine Kindheitserinnerungen nicht im Get Stich. ready for You're Talking Pooh, and you're playing for $3,000 cash money. Think fast. Na dann. If Winnie the Pooh acquired his language skills in accordance with the poo-poo theory, what probably would have been the first thing he ever said to Christopher Robin? Boy, ow, forget that idea, or what smells around here, Chris? Poo-Poo. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt von wegen das letzte ist, wegen, ne? Go get it. Weil stinkt.
Eine Theorie, also vielleicht drittens. Now that would be if Winnie was merely poo-pooing Christopher. By the way, I think you just stepped in some of that. Ach, scheiße, ja, Oh, Mensch. bother. Au. Poo-poo theory holds that language started with interjections which eventually acquired meaning. But Winnie the Pooh probably learned language skills like the rest of us by loudly repeating swear words and embarrassing his parents. Interessant. Pupu-Theorie nennt man das I also. need a category. This little number's known as Here Today, Gone Tomorrow. Get it right, I'm handing over Ja, 2K. mein Geld ist auch Gone Let's Tomorrow see how you hier. handle this one. If you combine the participants of Wigstock with the Wigs, what would you get? Hippies in a wimpy alternative band, Ava Gabor's catalog with bugs for models, drag queens opposed to British rule, or members of the Truckers Union Fonts. Der erste kann nicht stimmen, das wäre Woodstock und nicht Wigstock. Eva Gabor's Catalog, noch nie gehört. Drag Queens Wigstock, wirklich? Take it! Truckers Union in Bouffons, Members of the Truckers, Wigstock. Ach, ich nehme jetzt einfach drittens, ich habe keine Ahnung. Wigstock is an annual drag festival. Ach. And the Whigs were Americans opposed to British rule over the colonies. Gut. We the people give the queen 2 snaps down. Category, please. Nehmen wir drittens, ja. Hat mich meine Intuition mal nicht verraten hier. Das ist doch auch mal was Schönes. Well, looks like this category is fun things to do with a broomstick. How does $2,000 sound? Heads up, here it comes. Let's say all the countries of the world are having a limbo party. Since they're called the Low Countries, which group of nations might you expect to limbo the lowest? Greece, Albania, and Bulgaria? Jamaica, Haiti, and the Dominican Republic? Argentina, Chile, and Uruguay? Or Belgium, Luxembourg, and the Netherlands? Ah, low ist damit im Sinne von flache Länder. Also im Sinne von sowas jetzt wie Niederlande, kann ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist. The Low Countries is an area of Northwest Europe made up of Belgium, Luxembourg, and the gut. Netherlands. From what I hear about Amsterdam, I bet the Netherlands is also extremely good at 7 minutes in heaven. Es funktioniert mal was. Ist das nicht schön? Okay, I need a category. Ja, wenn ich das zweite jetzt wähle, dann kommen 100% History Questions. Das war sicher eine Falle, die mir jetzt gestellt wurde. Coming at you, read my lips. No more history questions. $3,000 for this one. Let's rock. Which of these was not a winning campaign slogan for a U.S. president? Jackson forever, go the whole hog, free wool for our breeches, old rough and ready always loved his men, or poked him in 44, we'll pierce him in 52. Oh. Go for it. Keine Ahnung. Let's take a look at the right answer. Oh, rough and ready always loved his men is the only made-up slogan in the bunch. Hey, here's a funny political slogan for you. I promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ja, ja. Okay, pick a category. Mit Oprah kenne ich mich nicht aus. Nehmen wir mal das zweite. Hey, all right. Guess what you just picked? It's time to play This This or That. Na dann. Da bin ich ja immer relativ gut drin, aber ich will's nicht How can you beschwören. breathe through that? Okay, I'm gonna read off 7 movie titles, and for each one, I want you to tell me if its beast has gills or a blowhole. As each one comes up, if it has gills, Okay, press 1. Kim If it has oder a blowhole, press 2. ein- And press 4 if you Kennen wir es im Deutschen? $500 for each right answer. Blasloch, Blaseloch, and nee. 500 will be taken away if you Na, wie dem auch sei. Oh, so Ich krieg's schon you hin. know how to play. Schauen wir mal. Okay, let's put 30 seconds on the clock. Da kommt bestimmt then. auch das Monster aus dem Let's go Sumpf. in. Jaws, does it have gills or a blowhole? Gills oder nicht, ne? Piranha, Auch Gills. Free Willy, Ja, auch. Tentacles, nope. Moby Dick, Flipper. Last one, Orca. Na gut. That's all she wrote. 6 right. Not quite perfect, but you Ist can't okay, get any closer. ja. Let's throw it into your score.
Immerhin, ich bin wieder im Plusbereich. Yay! Good, let's move on. Ganz schöne Jojo-Leistung, ne? Mal im Minusbereich, mal im Plusbereich. Hm? Nehmen wir mal das erste. And I believe this one's called Arts and Craft. And it's worth $2,000 if you get this one Na right. dann. Put your tray in the upright position. It's time for takeoff. If Kraft macaroni and cheese were actually made from the old British definition of macaroni, what would be the delicious new side dish? Kraft foppish men and cheese? Kraft Spanish dance and cheese? Kraft Scotch tape and cheese? Or Kraft crackers and cheese? Crackers wären mir zu einfach irgendwie. Go get it! Das dritte? You weren't planning on using that cash, were you? Nee, anscheinend Should have nicht. picked this. This is why Yankee Doodle called it macaroni. Macaroni was a word used to describe a group of vain and self-centered men in the late 1700s, Okay. with cheese being their type of humor. Category, please. Keine Ahnung. Das erste. Hey, great choice, sweetie. I've been waiting for this since we Oh. got going, cause this one's Hier a wird's plötzlich so three-way. heiß hier. Na dann. Let's go. Alrighty, here's the deal. You're gonna see a three-way. Geez, Alles I gut. guess Ich will einfach nur somebody's wissen, not was sind die nervous Worte. about this. Well then, let's see what we've got waiting for us under the sheets. Let's just say this one's known as a nun in a blender. You've heard the old joke, right? Cause this three-way is black and white and red all over. Okay, hand down your buzzer. Here's your three-way. Na dann. Maß. Na. Oh, yes! Oh, yes! Obsidian war doch schwarz, oder? Oh, yes! Coal Miners Lungs. Oh, yes! Bad Guys Outfit ist meistens auch schwarz, oder nicht? Oh, yes! Sehr viel Schwarz ist mal dabei. Fire Engine. Oh, yes! Absence of Pigment. Weiß. Oh, yes! British Phone Booth. Oh, yes! Geil! Oh, richtig abgeräumt hier. Sehr gut. That's all we got. Now, let's see how you did. Wow, I'm just speechless. Dankeschön. You're the best I've ever had, I Oh, swear. danke. While I regain my composure, let's check out your overall score. Ja, It's Mensch, time to ne? get back to the game, but you will Der call Dreier it, hat mich right? gerettet. Okay, either you finished round one or you have another round to go. You know, depending on how you look at these things. Every question in round two is worth twice as much, so we got some serious cash at stake here. Let's get to it. I need a category. Nehmen wir das mal. 11. For your enjoyment, it's not over till the fat lady wears floppy shoes. And you pocket $2,000 if you get this one. Just step up and take a swing at this one. Suppose Bozo got tired of the circus and decided to take up opera. Considering the lead tenor is a clown, for which of these operas is Bozo already dressed? La Traviata, La Boheme, I Pagliacci, or Die Zauberflöte? Die Zauberflöte. Die Zauberflöte. Gute Frage. Ich kenne mich nicht so mit Opern aus. Nah, Bozo's a little too cheerful to be bohemian. Hey, got a minute? Take a look at a right answer. I Pagliacci is the story of a clown tormented by his unfaithful wife. That's right, Bozo. I found a man whose nose doesn't squeak when he ravishes me. Alright, hit me. Ich hab's nicht gewusst. Es tut mir leid, aber ich merke schon, ich habe noch einige Wissenslücken zu füllen, aber naja. The category? Subatomic siblings in the nuclear family. 4,000 big ones for a right answer here. Okay, we all know the Cleaver family from Leave It to Beaver is the perfect nuclear family. Ja, So, kenn ich nicht. imagine the Cleaver home is an atom. If Ward and June are protons and Wally and Beaver are electrons, what is the family's atomic number? 0, 2, 4, or 69? Ja, Chemie ist genauso eine Schwäche von mir. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, Protonen, Elektronen. It's yours if you want it. Das heißt, ich möchte es nicht, aber 2. The atomic number is equal to the number of protons. In this case, Ward and June.
Ja, gut geraten. Which proves once and for all that in the 50s children Ah, didn't count. lass mich mit Chemie in Ruhe. Das ist Trauma von mir. Ich muss das nicht nochmal erleben. Category. Swing your partner 1 and 3. A do-si-do for the big 13. And this one is an X-rated question about sex. And get this one right, you got 4K coming your way. Okay, peel your eyes and look at this. Now tell me. Oh, crap. Somebody stood right in front of the question I Was was ist going denn to ask das? you. Well, why don't you tell me this? Who is blocking your view of this extremely hot, sexually charged question? Marge Simpson, Zippy, Nein. Charlie Brown, or Gumby? Also Marge Simpson und Charlie Brown auf keinen Fall. Wer Zippy ist, weiß ich nicht. Gumby. Es sieht ja aus wie ein Gumby, aber... Go get it. Also entweder Zippy oder Gumby. Und was bist du? No, Gumby's head is sort of trapezoidal, I guess. Ja, es ist Zippy. Aber die anderen beiden See, sind auf now, keinen I Fall. could have given you some cash if you pick this. That pointed head must belong to the cartoon character Zippy the Pinhead, or else a great big erect penis. Yeah! There's your damn X-rated sex question. You happy now? Was it worth it? Okay, pick the Ach, category. schade. Aber ich bin noch im Plusbereich. Ich versuche jetzt positiv zu What bleiben. do we have here? The question is licking itself. Naja. $2,000 says you don't know this one. Put it in gear, cause here we go. If Rin Tin Tin made a new movie called Rin Tin Tinnitus, which of the following things would Ah, probably das happen ist- in das the kriegt man plot? noch hin. He wouldn't hear his master's commands, he'd sleep all day, he'd chase his own tail until he passed out, or he'd bite the hand Der that Tinnitus feeds ist him. doch dieses ewige Fiepen im Ohr, ne? Also das Einzige, was jetzt hier mit Hören zu tun hat, ist Antwort 1. Go. Tinnitus is a condition in which a constant noise in the sufferer's ears interferes with their normal hearing. Yes. Ich hab was gewusst. Schön. Rin Tin Tin, quick! The Oh. orphanage is on fire! Go save the children! Rin, hello? Ah, jetzt krieg ich auch noch Hello, Tinnitus this hier. damn dog. Ah, das hat I need a geklingelt in den Ohren. category. Ja, mal das. 15th floor, lingerie, housewares, and useless trivia. The category is free verse and free throws. How does $4,000 grab you? Oh, Ganz you brought nett. your suit. Kriegen wir It's hoffentlich time hin. to get wet. Suppose that when the Harlem Globetrotters Oh, were nicht forming die in schon wieder, ey. 1926, they had recruited only Harlem Renaissance writers who could have gone from poet to power forward. Maya Angelou, Alex Haley, Langston Hughes, Tja. or Metal Lark Lemon. Ich weiß natürlich, ich kenne keine Harlem Renaissance Schriftsteller. Keine Ahnung. Ich nehme mal drittens, das klingt so ein bisschen... Langston Hughes was one of the most well-known of the Harlem Renaissance writers. Ah, gut. And he also had a killer half-court jump shot. Immerhin. Category, please. Uh-oh, blah, 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 Oh. blah. Ich hasse diese Kategorie. Wirklich, lass mich doch mal in Ruhe. One gibberish category coming up. Stay back or I throw the salad. The opening value wirf for dein this Salat. gibberish question is going to be 10K. All right, as soon as you know the answer, buzz in, because I'm taking away some cash every second and a half. Okay, get ready to buzz in and Ja, tell me versuchen wir's with mal. what song Was haben wir lyric denn? does this gibberish phrase rhyme? Found one old tomato, Mom. And remember, don't let the punctuation fool you. Round, tone, lone, found, First clue, it's from a David Bowie song. No, round. not that one he did with wait. Mick Jagger. It's from a David Bowie song about a guy who's out in space. Ich weiß es Last nicht. clue, hello, Earth to Tom. Hello? Ich weiß es doch nicht, Mensch. Lass mich in Ruhe. Found one old tomato mom. Commencing countdown, engines on. Found one old tomato mom. Ground Control to Major Tom. Ah, okay. Space Oddity by David Bowie. I hear Ground Control is also looking for Peter Schilling. You know, that guy who wrote the follow-up song, Major Tom Coming Home. Ach, Leute. All right, hit me. Das ist das dritte. Okay.
Okay, here's the deal. You just chose an impossible Oh, schon question. wieder? Oh, good. This should be Ich muss mal eine Sache sagen. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie extrem selten diese Impossible Questions sind? Also zumindest, es gibt ja auch eine deutsche Version hiervon, ne? Und ich habe da irgendwie gefühlt in 10 Spielen vielleicht eine von diesen Fragen gehabt. Und jetzt habe ich so zweimal hintereinander. Was? Wieso? Warum quält man mich so? Ich verstehe es nicht. Using. Oh, leck mich doch hier. Das kann doch nicht sein. Ach, komm. This one's called And I believe we have a piddly 20,000. 20 grand payoff for getting this one right. Okay, listen up. Mindy's parents are Meg and Mike. Mike has a sister named Madge who has 3 children, Muffy, Morris, and Madeline. Meg's sister Millie also has 3 children, Myron, Maggie, and Milton. If Mindy's family practices cross-cousin marriage, which man will Mindy marry? Mike, Milton, Mark, or Morris? Die Frage ist jetzt, soll ich es riskieren? Ich meine, wenn ich das jetzt verkacke, dann rutsche ich sowas von tief in die Miesen. Ich meine, Cross-Dings da, das wird wahrscheinlich... Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich muss jetzt irgendwie an Biologie denken mit diesem Erbsenexperiment, ja, dass dann sozusagen 2 verschiedene Erbsensorten miteinander gekreuzt werden, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll. Ich drück einfach. Milton? No. Nein! Practice parallel cousin marriage. Duh. Oh Gott! In case Nein! you're wondering, Mindy will marry her father's sister's son, Morris. And I guess all that's left to name the baby is Myrna or Mephistopheles. Ja, Okay, I need a ich hatte category. 25%ige Chance. Ich weiß es, ich bin demotiviert. Pucker up for Lifestyles of the Slimy and Disgusting. 2,000 Na dann bucks for a correct machen wir noch ein bisschen answer. Schadensbegrenzung, Let's oder? see if you can wrap your head around this. If Robin Leach were an actual leech, what could he do to help the rich and famous on his show? Provide an alternate burglar alarm system, Ah, fill out their caviar supply, ja, suck on their gut. plastic surgery scars, or Das naturally ist clean jetzt their easy. jewelry? Also ein Blutegel saugt It's yours Blut, if you ne? want it. Leeches are sometimes used to drain the excess blood around plastic surgery scars. Well, I suppose the good thing is there's a lot of breast augmentation surgery in Hollywood. Okay, pick a category. Keine Ahnung, ich nehme das. Step right up for question Echt, also es wäre schön, wenn ich wenigstens zum Ende auf die Let's Null see kommen what we würde. got Ja. going. Another victim claimed by the rainbow of fruit flavors. How does $2,000 sound? Hey, do you like Wunderbar. riddles? Well, here's one Naja, coming kommt your drauf way. an. Your friend confesses to you he's addicted to Skittles, but you know he's allergic to candy. What is it he's compelled to do? Performing daring stunts on rollerblades, using his Australian sex toy, massaging his feet with wooden beads, or playing a game similar to bowling? What? Skittles. Go Keine Ahnung, ne? Skittles könnten Rollerblades sein, kann ich mir vorstellen. Wooden Beats. Ich nehme das erste. Gosh darn it, I was really rooting for you. Ja, danke, ich auch, aber Bet you wish you'd pick du this. siehst ja, so funktioniert's In the nicht. English 9-pin game Skittles, players toss their balls or their cheese down a narrow alley. Man, that's what Skittles is? Hell, I've been playing Skittles for Okay. years. I've always just called it private time. Okay. I need a category. Diese scheiß Impossible Question hat mich so rausgebracht hier, ey. Das ist, Say hello to. Naja. Tell me more about power, Sir Pork Boy. Play your cards right, you win 4,000 bucks. Think fast. If your house were powered by the thing that Sir Francis Bacon equated with power, upon what would your electric bills be based? How much you know, how much land you own, how much water you consume, or how many children you have? also, ich kann diese Person nicht zuordnen, aber gab es da nicht mal irgendwas von wegen, je mehr Land man hat, desto mehr Power hat man? Ich weiß es nicht. Just doesn't get any wronger than Ja, this. danke, ich weiß. Das wird nicht. For the Das wird curious, nicht. here's the right answer.
Just like Schoolhouse Rock, Sir Francis Bacon Gut. said that knowledge is power. So Dann I'd habe ich like nicht so to viel plug Power my scheinbar. toaster into my head. Gut, Jack Attack. All right, hit me. Oh, Drag, okay, vielleicht irgendwas mit Drag Queens, da kenne ich mich nämlich aus. Schauen wir mal. Jack Attack. Na dann. Können wir überhaupt noch auf 0 kommen? Ich glaube nicht. Ja, komm, ist gut. Ich bin gerade ein bisschen gestresst, weißt du? Es ist halt. You see, the reason I'm in drag is, yeah, everyone's got some excuse for cross-dressing. Let's just see the Jack Attack. Tootsie. Achso, der. Oh, weiß ich nicht, ich habe Tootsie nie gesehen. Mit das in Hoffnung, das weiß ich zumindest. Some like. Oh, das sind so uralte Filme, ich kenne doch nicht alle, keine Ahnung. Ach du Scheiße, nein! Gentle! Ja, das weiß ich, das weiß ich. Adams Apple 9, na komm. Kip and Henry. To be near the kids, so. Ja, ich hab mal was gewusst hier. Just one of the guys. Kenn ich auch nicht den Film! Bosom Buddies. To get cheap rent. Okay. MASH. Hab ich leider auch nie gesehen, aber. Get out. Aber es hatte was mit Army zu tun, das wusste ich zumindest. Ach. Ja, ich will jetzt gar nicht sehen. Weg damit. Oh! Mein Herz! Player, just think, if you only got 1 or 2 more questions right, you'd just be embarrassed instead of utterly humiliated. Oh, and while I'm adding insult to injury... Danke. Nice work, people. Genau, schön und noch schön Salz in die Wunde. Mensch, Leute, ne? Also... Was für eine scheiß Runde! Ich weiß, ich habe total versagt, aber... Es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ich meine, man hat mal ein paar neue Kategorien gesehen, wie diese Impossible Question. Ich hätte es auch schaffen können, tatsächlich. Also, ich meine, es war zumindest, es wurden zumindest Antwortmöglichkeiten gegeben, ne? Das war schon mal einfacher als diese Dosenöffnerfrage im letzten Spiel. Ja, aber ich glaube, ich hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Also gut, viel besser hätte es auch nicht ausgesehen, aber vielleicht wäre ich so leicht über 0 gekommen. Naja, aber ist ja auch egal. Es geht ja nur darum, das mal zu zeigen und ein bisschen auch Spaß zu haben, ja. Auch wenn ich gedemütigt sozusagen jetzt weiter voranschreite und irgendwie die Sorge habe, dass ich selbst in den folgenden Jack-Spielen nicht wirklich gut abschneide, aber naja. Auf jeden Fall, ja, ist schon gut. Also, so ein paar Sachen. Also, dieses Spiel vom Stil her. Also, es gibt eine deutsche Version. Ich glaube, der zweite Teil, oder erste oder zweite Teil, der ist auch vom Stil her genauso gestaltet wie der hier. Also, da hat man dann auch eben diese Kategorien wie This or That. Im Deutschen heißt es, glaube ich, Sekt oder Selters, ja. Ja, Three-Wayer ist dann alt in flotter Dreier. Und die unmögliche Frage, Impossible Questions, hat man dann auch, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was als nächstes dran kommt. Ich glaube, Television müsste bald drankommen oder sogar die Jugendversion von You Don't Know Jack. Also es gibt sozusagen eine Version, die direkt ja, auf das jugendliche Spektrum ausgelegt ist. Dann schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall wird es auch weitergehen und in dem Sinne, man sieht sich hoffentlich mit besserem Wissen und mit mehr Glück und auch einer besseren Intuition beim Raten in der nächsten Folge, ne? Also bis dahin, ciao.